Herzlich willkommen zu diesem hübschen Häkelmuster. Für dieses Muster beginnen wir mit einer Basisreihe aus Stäbchen. Ihr könnt mit einer Luftmaschenkette nun eure Länge anschlagen, diese einmal durchzählen und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 4 plus 2 Maschen mehr fürs Anfang und fürs Endstäbchen sein oder aber mit mir gemeinsam direkt den Fußschlingenanschlag arbeiten. Dazu häkle ich 3 Luftmaschen, mache einen Umschlag, gehe in die erste untere einzelne Schlaufe zurück, hole den Faden durch, ziehe alle 3 Laschen auf gleiche Höhe, ziehe den Faden durch eine Schlaufe, das ist der Boden, auf dem das Stäbchen steht, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Können wir das hier unten so ein bisschen zuziehen und haben optisch unsere Steigeluftmaschen und ein Stäbchen gehäkelt. Dann machen wir einen Umschlag. Dann hat sich eine komplette Masche hier unten gebildet. Die nehmen wir auch auf, holen den Faden durch, ziehen wieder alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden, auf dem das Stäbchen steht, durch 2 und durch 2. Und dann haben wir schon unser drittes optisches Stäbchen. Nächste Masche. Faden holen, durchziehen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe. Das machen wir, damit die Kette schön elastisch bleibt. Durch eine, durch 2 und durch 2. Umschlag, ein letztes Mal, nächste gebildete Masche, einstechen, Faden holen, alle 3 Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine, durch 2 und durch 2 für ein Stäbchen. Und dann bekommen wir so eine schöne elastische Stäbchenkette, wo wir oben unsere Maschen haben, aber auch unten und später auch dann gut anhäkeln können. Je nachdem, was ihr für ein Projekt dann häkeln werdet. Naja, und so werde ich jetzt meine Kette anschlagen. Am Ende, egal für welches Projekt ihr häkelt, müsst ihr einmal die Kette durchzählen, teilbar durch 4 plus 2 Maschen mehr fürs Anfang und fürs Endstäbchen. Nachdem ihr dann die Stäbchen-Basisreihe für euer Projekt angeschlagen habt, teilbar durch 4 plus 2 Maschen mehr, kommen wir nun zur ersten Musterreihe. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und häkeln in die ersten beiden Stäbchen jeweils ein Stäbchen hinein. Danach machen wir einen Umschlag und gehen nun zurück unter das erste gehäkelte Stäbchen hindurch, quasi von hinten herum drunter weg, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen ab. Dann nochmal einen Umschlag, wieder um dasselbe Stäbchen herum, unten drunter durch und ein Stäbchen abhäkeln. So haben wir dann 2 Stäbchen um dieses erste Stäbchen gehäkelt. Dann machen wir einen Umschlag, lassen 2 Stäbchen frei und häkeln in das dritte Stäbchen und in das vierte Stäbchen jeweils ein Stäbchen hinein. Nun wieder einen Umschlag und zurück und von unten drunter weg das erste Stäbchen umhäkeln mit einem Stäbchen. Umschlag, noch einmal um das erste Stäbchen herum drunter wegstechen und ein Stäbchen häkeln. Danach einen Umschlag, wieder 2 Stäbchen freilassen, in das dritte ein Stäbchen und in das vierte ein Stäbchen. Umschlag, zurück und unter das erste Stäbchen hindurch und ein Stäbchen häkeln. Umschlag und ein zweites Stäbchen drunter her häkeln. Umschlag, 2 Stäbchen freilassen, ins dritte und vierte jeweils ein normales Stäbchen häkeln.
Umschlag, zurück, unter das erste einstechen, ein Stäbchen, noch einmal drunter herstechen, ein Stäbchen. Umschlag, 2 Stäbchen freilassen, ins dritte, ein Stäbchen, ins vierte, ein Stäbchen, zurück unter das erste hindurch, ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen drumherum, wieder 2 Stäbchen freilassen und dann mit einem Umschlag in die Steigeluftmaschen in die dritte Masche von unten einstechen und die Reihe beenden. So, und das wäre dann schon mal unsere erste Musterreihe. Wer jetzt Anfang und Ende gleich haben möchte, der sollte teilbar durch 4 plus 2 plus 2 machen. Weil dann würdet ihr jetzt hier noch 2 freilassen und wie am Anfang 3 Stäbchen dann häkeln. Also 2 normale und das Endstäbchen. Kommen wir zur Reihe 3 und diese beinhaltet wieder nur Stäbchen, damit diese hier zurechtgezogen werden und dann besser zur Geltung kommen. Wir machen einen Umschlag, Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, gehen dann in die Masche, wo auf der anderen Seite quasi das Querstäbchen liegt, die nächste Masche und dann die beiden normalen Stäbchenmaschen. Im Grunde kann man hier immer mitzählen, 1, 2, 3 und 4. So, dann kommt die nächste Rubrik, auch hier wieder 1, 2, 3 und 4. Und wenn ihr ein größeres Projekt habt, wo ihr halt sehr lang häkeln müsst, könnt ihr so versuchen, dass euch nachher nicht irgendeine Masche fehlt. Denn durch diese verkreuzten Stäbchen verdrehen sich manche Maschen so ein bisschen nach hinten weg und da kann es auch schnell passieren, dass ihr mal eine auslasst. Daher orientiert euch immer so ein bisschen an diese Musterung, dass ihr dann auch wirklich 4 Maschen dort drüber abmascht. Dann kann man sich am Ende nämlich auch das Abzählen der Reihen sparen. Und gerade hier am Ende ist es schwer zu erkennen, was ist jetzt noch Steigeluftmasche und was normale Masche. Hier weiß ich aber 1, 2, 3, dann ist das noch eine normale Masche, 4, Umschlag und dann in der dritten Steigeluftmasche das Stäbchen häkeln. Und so vermeidet ihr dann auch, dass ihr schief auskommt. Und dann sieht es bereits so aus. Kommen wir zur Reihe 4 und wieder zur Musterung. Umschlag in das erste Stäbchen ein Stäbchen und in das zweite Stäbchen ein Stäbchen. Steigeluftmaschen bleiben hier über Steigeluftmaschen. Danach einen Umschlag und wieder zurück um das erste Stäbchen drunter weg und ein Stäbchen drumherum häkeln. Umschlag, noch ein Stäbchen unter das erste Stäbchen drunter her häkeln, damit sich das so verdreht. Umschlag, 2 Maschen freilassen, ins dritte ein Stäbchen, ins vierte ein Stäbchen, Umschlag und wieder zurück, unter das erste Stäbchen drunter weg ein Stäbchen häkeln und ein zweites
drum herum häkeln. Umschlag, 2 Maschen wieder freilassen, ins dritte und ins vierte ein normales Stäbchen, Umschlag, unter das erste Stäbchen drunter wegstechen und dort 2 Stäbchen drum herum häkeln. 2 Maschen wieder freilassen, ins dritte und vierte wieder ein normales Stäbchen, um das erste 2 Stäbchen häkeln, zwei Maschen freilassen, dritte und vierte ein normales Stäbchen, zwei Stäbchen um das erste Stäbchen drum herum häkeln und am Ende eurer Reihe angekommen, in der dritten Steigeluftmasche von unten gezählt mit einem Stäbchen die Reihe beenden. So, und als nächstes folgt dann wieder eine Reihe Stäbchen, um diese Musterung richtig zu ziehen und zur Geltung zu bringen. Und dann sieht die eine Seite dann so aus und die andere Seite sieht so aus. Hier habt ihr eher die flachere Struktur und hier steht das Ganze so ein bisschen nach vorne. Das habt ihr hier nicht. Also da kann man schauen, welche Seite euch am besten gefällt. Vom Weiten sehen beide Seiten gleich aus. Vom Nahen hat diese hier eher den 3D-Effekt und diese nicht. Und so sieht das Ganze dann aus auf Masse. Ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Ich hoffe, euch hat dieses Muster gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.